Wenn Sie eine Zweitmeinung zu Dr. Google haben wollen, dann fragen Sie doch Dr. Yahoo. Klingt erstmal lustig. Aber Hausarzt Dr. Stefan Schlesinger weiß auch, dass das Internet in puncto Krankheitssymptome für Verwirrung sorgen kann. Was habe ich denn als letztes gegoogelt? Ich glaube, Suchterkrankungen oder so. Ja, Diagnosen. Verschiedene, aber ich kenne mich ja mit Diagnosen nicht aus. Ich orientiere mich da schon danach. Ja, ab und zu gucke ich mal rein. Internet bin ich generell nicht, also ich mache auch nicht so gerne Internetgeschäfte an sich. Ja, und deswegen gehe ich lieber auf Nummer sicher und lasse mich auch nicht verunsichern im Internet. Ja, ich glaube, wenn man Erkrankungen googelt, dann wird es am Ende immer ein Gehirntumor sein. Und das ist dann gar nicht mehr lustig oder hilfreich. In der Praxis erinnert sich das Team an einen Mann, der tagelang um das Haus schlich, bevor er sich schließlich zum Arzt hineintraute. War felsenfest davon überzeugt, dass er irgendwas mit Krebs hat. War Gott sei Dank völliger Unsinn, der hatte nichts mit Krebs, aber der hatte sich so da reingelesen in seine Symptome, die hat er eingegeben und dann hat er halt eine Seite gefunden, wo dann stand, ja, das kann natürlich auch eine Folge, ein Symptom von Krebs sein. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung untersucht, wie fehlerhaft und sogar gefährlich Gesundheitsinformationen sind, die man im Netz finden kann. 4 Begriffe wurden dafür gegoogelt: Reizdarm, Knie-TEP, also künstliches Kniegelenk, Impfung bei Kindern und Krebschemo. Nur die Treffer auf der ersten Seite wurden analysiert. Den Grund erklärt Studien-Co-Autorin Nicola Kurt von MedWatch. Die Leute glauben auch mehr oder minder das, was sie dann da finden, weil das steht ja oben, also wird es relevant sein. Wenn man dann da eben Informationen findet, wo von einer renommierten Behandlung abgeraten wird, dann ist es einfach gesundheitsgefährlich. Besonders, wenn es dabei um Krebs geht. Und das ist so eine Art von Angstmachen, was dazu führt, dass die Menschen dann sagen, oh nee, also wenn das so furchtbar ist, dann suche ich mir lieber einen anderen Weg. Ein Treffer auf der ersten Seite war besonders problematisch. Todesursache Chemotherapie. Also auch wieder Angst machen. Und auch dort wurde empfohlen, stattdessen lieber Nahrungsergänzungsmittel zu nutzen. Und da war das besonders perfide, dass diese Seite, dieses Zentrum, natürlich auf einer anderen Seite, die dazugehört, genau diese Nahrungsergänzungsmittel sogar anbietet und daran verdient. Auch Webseiten der Pharmaindustrie sind negativ aufgefallen, besonders in Bezug auf ihre Medikamente. Sie war nämlich zu positiv. Also die Seite geht eigentlich auch nicht, wenn man dann eben sozusagen den Nutzen des eigenen Arzneimittels dann zu überbetont. Was nicht heißen soll, dass man im Netz ausschließlich Zweifelhaftes findet. Selbstverständlich gibt es seriöse Seiten zu allen Themen. Aber als Laie kann ich das ja nicht unterscheiden, so ohne weiteres. Ich bilde mir ein, dass ich das halbwegs unterscheiden kann. Insbesondere, wenn man dann nach den Quellen guckt. Wenn was Seriöses, dann gibt es ja eine Quellenangabe. Seriöses von Unseriösem zu unterscheiden, das überfordert tatsächlich einige, sagt Nicola Kurt. Also es steigen die Zahlen von Menschen, die in der Vergiftungszentrale gemeldet werden, weil sie ein Bleichmittel getrunken haben, das angeblich ja gegen Corona helfen soll. Das sind Medizinfakes und das ist, das passiert jeden Tag und deswegen braucht es da Strategien. Die Studie empfiehlt, einen sogenannten Medienwächter zu etablieren. Sowas gibt es ja auch für den Bereich Umwelt oder Ernährung. Da haben wir Foodwatch oder Greenpeace, aber für die Gesundheit gibt es das in der Form nicht. Auch Hessens Hausärzte wären froh, wenn sich das bald ändern könnte.